Hallo und herzlich willkommen hier bei Test Drive. Ich bin Ersin Cihan und ich freue mich, dass ihr da seid. Im heutigen Video wollen wir uns mal anschauen, wie wir die normalen SRP-Pedale von stehend in hängend umbauen können. Dazu werden wir dieses Inverted Kit direkt von SRP, also SimRacing Pro, verwenden. Und ich werde euch zeigen, wie es am schnellsten geht oder wie es am einfachsten geht. Welche Reihenfolge ihr beachten müsst. Also es ist nicht so schwer, man muss nur diese Logik im Kopf behalten, dann passt es. Bevor wir aber loslegen, möchte ich gerne etwas loswerden. Und zwar hätte ich eine Frage an euch. Würdet ihr gerne was Gutes tun? Zum Beispiel krebskranken Kindern helfen. Und dabei auch noch Spaß haben? Hm? Wenn die Antwort ja ist, dann habe ich jetzt nämlich was für euch. SimRacing Academy veranstaltet jedes Jahr ein Charity-Event. Und zwar geht es darum, dass wir Simracer zusammen Geld sammeln als Spende für eine Einrichtung, die sich um krebskranke Kinder kümmern. Die Einrichtungen werden jedes Jahr gewechselt, und zwar zwischen 3 Ländern, Schweiz, Österreich und Deutschland. Und wie gesagt, jedes Jahr wird es gewechselt und jedes Jahr kriegt eine andere Einrichtung. Ich würde euch sagen, echt, nehmt da teil. Und auch wenn ihr nicht teilnehmen könnt, spendet, was das Zeug hält. Denn ihr müsst euch vorstellen, also kranke Kinder, also Krankheit allgemein, aber kranke Kinder ist echt sehr schlimm. Und jeder kann froh sein, dass er gesund ist, dass er gesunde Kinder hat. Es kann jeden treffen. Also bitte denkt daran und wie gesagt, helft so viel wie ihr könnt. Spendet so viel wie ihr könnt. Den Link dazu seht ihr unten in der Beschreibung. Einfach da auf die Seite gehen und sich anmelden als Team. Ja, und wie gesagt, was Gutes tun und dabei auch noch Spaß haben. Ich danke schon im Voraus. Okay, dann würde ich sagen, wie immer, holt euch was zu trinken, was zu knabbern und macht es euch bequem. Denn jetzt beginnt Test Drive. So, jetzt sind wir hier beim Unboxing und ich habe hier vor mir die SRP oder das SRP Inverted Kit, das es für 216 € auf der Homepage gibt. Das ist ein Kit, womit es wirklich einfach ist, die Pedale von stehend in hängend umzubauen. Und das werden wir uns heute mal anschauen und natürlich auch umbauen. Jetzt schauen wir mal, was alles dabei ist. So. Ja, die Verpackung ist sehr simpel jetzt hier gerade. Ist alles geordnet. Ganz oben haben wir erstmal ein paar Schrauben. Ja, die brauchen wir natürlich. Viel dürfte jetzt hier eigentlich nicht dabei sein. Wir haben jetzt hier an den Seiten drin die seitlichen Befestigungen für die Platten. Okay, zweimal. Machen wir so ein bisschen nach vorne. Das ist die eine Seite. Jetzt kommt, hier haben wir die Base. Wir gucken uns jetzt gerade nochmal genauer an. So, dann haben wir nochmal natürlich die 2 Halterungen für die andere Seite. Auch nach vorne. Und eine kleine Beschreibung. Das war es eigentlich schon. Okay, mehr braucht man auch nicht. Das ist ja nicht echt viel, was wir jetzt machen werden. So. Okay, also, das ist jetzt hier eine kleine Beschreibung. Hier ist auch abgebildet zum Beispiel, wie die Pedale oder welche Pedale hier danach aussehen werden. Gut, das brauchen wir nicht. Wie gesagt, es funktioniert mit allen Pedalen, also 3er-Set, 2er-Set und auch mit dem Formel 1 Pedal. Und es gibt halt nur eine verschiedene Version vom Gaspedal. Man kann sie stehend montieren oder auch hängend. Aber weil es ja dann zu kurz ist, gibt es noch mal so eine Verlängerung. Die habe ich jetzt nicht. Und wir werden aber Gaspedal ganz normal stehend montieren, wie bei echten Autos. Und
Bremse und Kupplung hängend. So, das tun wir auch beiseite, das brauchen wir jetzt auch nicht. So, das ist erstmal, wie gesagt, die Base, die mit dabei ist. Nicht neu, die sieht eigentlich genauso aus wie die andere fast. Ja, das heißt fast genauso. Und das wird unsere neue Baseplate. Wir werden also hier quasi unser Gaspedal montieren. Dann kommt die alte. Ich kann es euch ja mal zeigen, so wie das so aussehen wird nachher. So müsst ihr euch das vorstellen. Wir haben jetzt unser altes mit dieser Schriftzug. Das wird nach oben quasi wie so ein Dach. Ja, das wird dann wie so ein V so montiert. Okay? Deshalb müssen wir hier nur das Gaspedal abmontieren. Hier bei dem direkt montieren. Und also oben. Und Bremse und Kupplung wird wieder bei der alten Base montiert, aber auf die andere Seite. Das zeige ich euch. Und natürlich der Controller. Den könnte man eigentlich hier auf dem Boden montieren, wie hier bei der normalen Version. Oder man könnte es auch hier unten quasi an das Dach montieren. Ein Nachteil ist es, dass man die LEDs dann nicht mehr ablesen kann. Aber der Vorteil wäre natürlich, dass es weniger staubanfällig ist, wenn es halt da ein bisschen geschützt ist, als auf dem Boden. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Wir machen es halt so, wie der Hersteller es vorgesehen hat. Und ich werde auch versuchen, euch das so zu montieren, wie gesagt, in eure Richtung, also aus eurem Blickwinkel, wie ihr die Pedale sehen würdet, damit ihr das auch sofort versteht, wie das dann läuft. Wie gesagt, wir haben jetzt die seitlichen Halterungen, ja. Der kurze wird dann natürlich so montiert, so. Der lange kommt dann nach vorne hin. Wie gesagt, dann haben wir dann wie so ein V von der Seite gesehen, V-Form, und ja, das sollte dann recht stabil sein. Ich würde sagen, wir fangen einfach an und legen einfach los und ja, wir sehen, ob was klappt oder nicht. Also ich tue erstmal diese Base erstmal beiseite, damit ich hier ein bisschen Platz habe. So, als erstes würde ich sagen, ich drehe mal um. Ihr seht da hinten hier diese Halterungen. Ja? Bei der Bremse muss man die auf jeden Fall abmachen, weil man sonst an die unteren Schrauben nicht rankommt. Beim Gaspedal und bei der Kupplung müsste man es nicht abmachen. Dann reicht es, wenn wir es nur lockern. Warum lockern? Weil wenn wir später komplett das alles auf der anderen Base anschrauben, wollen wir hier keine Versteifung oder Dings haben, verkanten. Damit es halt wirklich entspannt, montieren wir erstmal unten fest und dann können wir das hier oben nochmal nachziehen. Aber wir können auch direkt alle drei abmontieren. Also ich würde erstmal damit anfangen. So, ich mache das jetzt einfach. Das Werkzeug liegt ja eh bei. Also das ist jetzt der 10er Maulschlüssel oder Ringschlüssel, wie ihr wollt. Und ein 4er Imbus. Ja, brauchen wir. Einfach dann mal die Mutter lösen, womit es festgehalten wird. Bei allen drei. Und ja, dann ist es eigentlich nicht schwer. Also es ist echt simpel, muss ich sagen. Ja. So, erstmal nur lösen, noch nichts machen, kann man alles mit der Hand dann abschrauben. So. Also da ist jetzt gelöst, da ist gelöst, da ist gelöst. Also alle drei lösen. Wie ihr dann sehen könnt, habt ihr hier nochmal dann 4 Schrauben. Und insgesamt dann 2 unten, 4, 6 pro Pedaleinheit, und somit hättet ihr es schon abmontiert. Jetzt muss ich hier noch mein Fersenkit, was ich hier habe, noch abmontieren. Das sind ja nur diese 2 Schrauben, was ich da hatte. So, welche Größe war das? Nein, der ist zu klein. Also 5er. Dann mache ich den mal so. Einmal. Das kommt dann, wie gesagt, alles bei der neuen jetzt, bei der neuen Platte wieder hin. So. Ich mache es jetzt wirklich so, dass ihr es dann aus eurer Sicht habt. Ist für mich ein bisschen komplizierter, aber ich sage ja, was ich nicht alles so mache, ne, für euch. Okay, da ist ein bisschen Staub. Okay. So, damit hätten wir unser Fersenkit. Die Schrauben lasse ich noch so drin. Ja, ist übersichtlicher, verliert hier nicht und wisst dann immer, wohin was kommt. Einfach beiseite packen. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Okay. So, wie gesagt, also ich würde jetzt
erstmal damit anfangen, die Stecker hier abzuziehen von den Sensoren. Die sind schraubbar. Einfach losschrauben und rausziehen. Ja, die sind echt gut gemacht. So, also nochmal von der Seite. Wie gesagt, einfach aufschrauben und abziehen. Ja, nochmal hier. Gaspedal. So. Ich muss mal gucken, nicht, dass ich die verwechsle. So, das ist, ja, okay. 1, 2, 3. Das ist dann immer Dings, dass ihr nicht später Probleme habt. Guckt euch lieber immer an auf dem Controller. Ja, also das, was hier in der Mitte rausgeht vom Controller, ist das Gaspedal. Danach, der Reihenfolge nach, kommt die Bremse und ganz links ist dann die Kupplung. Also merken, von oben nach innen. Okay. Also, jetzt haben wir auch die Stecker ab. Jetzt können wir uns direkt an die Pedale machen. Also, wie gesagt, jetzt die Schraube hier einfach lösen. Beim Gaspedal bräuchten wir das eigentlich nicht. Ja, man könnte das jetzt direkt da abschrauben, aber wir machen es jetzt immer komplett. Und hier ist noch eine Unterlegscheibe, nicht vergessen. Immer darauf achten. Hier innen drin, seht ihr das? Sind nochmal 2 Distanzstücke. Auf die auch achten, also die auch nicht verlieren. So, wenn ich jetzt die Schraube rausziehe, das ist ja auch quasi so eine Führung, ja, dann fallen diese Distanzstücke gerne runter. So, die habe ich jetzt rausgenommen. Das sind so 2 schwarze. Die packen wir zusammen in eine Ecke. So, damit hätten wir erstmal hier das abgelöst. Jetzt können wir eigentlich die beiden unteren Schrauben und die 4 Schrauben vom Gaspedal erstmal lösen und entfernen. Fangen wir mal hier vorne an wieder. Ich weiß nicht, ob ihr es danach gut seht. Ich hoffe schon. Okay, einmal. Eigentlich könnte man jetzt auch von oben, weil jetzt hat man ja Platz, könnte man andere so direkt hier wie so ein Schraubenzieher. Geht es einfacher. Das meinte ich, vielleicht ist es besser, die Schraube direkt von Anfang an abzuschrauben, obwohl man das nicht benötigt. Jetzt, wie gesagt, lasst die Schrauben einfach so drin. Ja? Ihr könnt ja zum Beispiel, damit ihr nicht durcheinander kommt oder wenn ihr sagt, hey, ich weiß dann nachher nicht mehr, was wohin kommt. Nochmal, jetzt. Ups. Jetzt haben wir die Platte, dann legen wir das so hin wie bei dem jetzt, damit es jetzt keine Missverständnisse gibt. Okay? Jetzt haben wir das hier so rausgenommen und machen das 1:1 direkt auf die neue Platte rauf. Ja? Das ist die einfachste Methode. Jetzt schrauben wir die Schrauben wieder fest. Okay, nicht ganz fest, erstmal nur ansetzen und ein bisschen, ja, so dass noch ein bisschen Luft hat. Jetzt schrauben wir die 4 Schrauben hier auf. Ich sage, ist alles ganz easy. Das Coole ist hier, du brauchst keine Mutter von unten oder so festhalten. Alles schön mit Gewinde. Da hat sich der David auch wieder was Gutes einfallen lassen. Ist recht easy. So. Und hier könnt ihr auch wieder die Schrauben natürlich drin lassen. Ja, einfach nur lösen, rausdrehen. Man merkt ja, dass die komplett draußen sind. So, jetzt hebe ich das komplett hier hoch, samt Schrauben, ja, wie ihr sehen könnt, und bringe es einfach hier rüber zu der neuen Platte und setze es hier erstmal an. Das da vorne ist erstmal egal. Jetzt setzen wir die Schrauben wieder an und drehen sie so ein bisschen rein. Es ist alles kein Hexenwerk, es ist wirklich, ja, super easy. Ihr dürft nur keine Schrauben verlieren und den Überblick nicht verlieren. So, ich habe jetzt auch nur mal angesetzt, ist noch nicht alles festgezogen. Jetzt können wir hier wieder die Schraube, die wir vorhin abgemacht haben, die hintere, wieder natürlich festschrauben. Wir nehmen hier erstmal wieder unsere Schraube. Ist ja wie gesagt, hier ist ja eine Führung. Wir schieben es erstmal so weit rein. Das können wir erstmal da lassen. Dann tun wir eine schwarze Distanzscheibe rein erstmal. So, dann kommt erst der Rest hier. Das ist halt ein bisschen fummelig. Dann muss man erstmal durchs Loch führen wieder. Man muss halt ein bisschen Gegendruck erzeugen, damit der Kolben wieder reingedrückt wird. Und jetzt hier
wieder, also die nächste Distanzstück, das nächste Distanzstück, Schraube wieder zurückdrehen, bis so weit wie es geht, dass der reinflutscht. Dann ja wieder das Loch treffen, suchen und irgendwann sollte es ja, durchgehen. Ja, okay, jetzt. Also, haben wir es geschafft. Dann Unterlegscheibe nicht vergessen und die Mutter wieder drauf. So, weil jetzt seht ihr, jetzt ist es schon fast fest, wegen der Schraube. Und das meinte ich. Deshalb kann ich die Schrauben hier noch nicht festziehen. Ja? Und deshalb, jetzt hat man hier nämlich die Sicherheit, dass hier nichts verkantet, ja, von der Linie her, also von vorne nach hinten. Und erst dann, wenn man jetzt hier die Schraube so ein bisschen wieder löst, hier, okay, jetzt hat man hier ein bisschen Spiel, okay, sehr gut. Jetzt kann man alles festziehen, ohne da jetzt ja, befürchten zu müssen, dass da sich irgendwas verkantet hat. Und jetzt kann man sich sicher sein, dass die Kolben hier auch wirklich gerade arbeiten. Ja? Das war der Sinn der Sache, dass man da ein bisschen vorsichtig ist mit dem Festziehen gleich. So, jetzt ziehen wir hier die Schrauben fest. Ja. Dann mal hier außen noch. Da kann man nicht so machen. Komme ich da so ran? Ja, der geht doch. Okay. Jetzt dann noch hier die Mutter mit der. Was war das? Ne, das ist der falsche. Da ist der kleinere. War ja ein Dreier-Imbus. Ne, Vierer-Imbus, sorry. So, dann könnt ihr das wieder festziehen. Ihr wisst ja, nach fest kommt Lose, also nicht übertreiben. Hier auch nochmal, damit ja nichts wackelt. Das ist ja das Schöne an den Pedalen. Die haben echt kaum Spiel irgendwo. Was heißt kaum? Ja, gar kein seitliches Spiel. Das mag ich so an den Pedalen. Und die Pedale haben, die wissen es wahrscheinlich, wie gesagt, auch. Okay, somit hätten wir das Gaspedal schon drin. Und jetzt müsst ihr euch entscheiden, selber, wie gesagt, wo ihr den Controller hin haben wollt. Ich, wie gesagt, mache das jetzt so, wie es der Hersteller möchte. Dazu machen wir jetzt hier, wie gesagt, den Controller ab. Ich sage so oft, wie gesagt, ich muss mir das abgewöhnen. Ist aber nicht so einfach. So, was haben wir da? Da haben wir 3 Inbus. Da könnten wir eigentlich auch so ein Dings benutzen. Mein Schraubendreher. Aber gut, ihr habt ja auch erstmal nichts anderes als das. Damit geht es auch. Also braucht man ein bisschen länger, aber passt trotzdem. So, jetzt wie gesagt den Controller abmontieren. Dann da auch. So, 2 Schrauben sind für die Abdeckung oben und 2 halten noch zusätzlich die Abdeckung und die kurzen ja das ganze Gehäuse. Also nicht wundern, dass da auf einmal, wenn ihr nur 2 Schrauben habt, gelöst habt, dass die ganze Gehäuse da oben, die Abdeckung abgeht. Nur zur Info. So, dann wieder immer so ein bisschen anheben und gucken, ob die Schrauben alle ja, komplett ab sind. So, der ist ab auf jeden Fall. Hätte ich mal wirklich Dings genommen, der einfacher. Also nehmt da wirklich so einen Schraubendreher, der ist einfacher. Bei mir ist ja zu spät, ich will euch jetzt nicht zu lange die Zeit stehlen. Ne? Viele meckern ja, dass meine Videos zu lang sind. Ich weiß, aber ja, wenn ich sie zu kurz mache, ist, ich weiß nicht. Ich bin halt der Meinung, dass lieber längere Videos und ihr könnt ja vorspulen, ja, aber bei kurzen Videos könnt ihr das nicht. Ich mache es lieber detailliert. Ich habe halt wirklich schon mit vielen so geredet. Ja, es sind alle so geteilte Meinung. Der eine sagt, ja, kurze Videos, der eine sagt, nein, so ist gut, wie du es machst. Also ich weiß selber auch nicht mehr. Deshalb erstmal so weiter. Ich überlege, ob ich zusätzlich noch so kürzere Videos, also von jedem Video eine kurze Version rausbringe. Aber ihr müsst wissen, ich arbeite, also wirklich, ich bin alleine. Und es ist wirklich sehr viel Zeit, ja, was da drauf geht. So, jetzt haben wir unseren Controller. Wie gesagt, die Schrauben, guck mal, die Schrauben habe ich wieder drin gelassen. Und jetzt nehmen wir es wieder 1:1 hier rüber. Ja, also ihr seht, ist echt easy. Und wieder nur festschrauben.
Ja, und ja, so, ohne Bremspedal ist es besser. Also hätte man vorher lieber Bremspedal abmachen sollen, dann kommt man besser an die Schrauben ran. Okay, ja, ihr seht, es ist echt einfach, die Pedale oder alles hier umzubauen. So, 1, 2, 3 und 4. Wie ich schon vorhin erwähnte, so habt ihr halt den Vorteil, dass ihr die LEDs hier sehen könnt. Ja, wenn da irgendein Fehler ist oder das Zeug zeigt, dass es euch anzeigt, dass alles in Ordnung ist. Oder später hier ans Dach, dann ist es halt vor Staub geschützt. Das ist eure Entscheidung. Ihr müsst dann selber entscheiden, wie ihr es machen wollt. Ich mache hier schon mal direkt hier wieder den Stecker drauf vom Gaspedal. Einmal erstmal oben reinstecken und dann zudrehen. So, damit er mir nicht da irgendwo rumhängt. Dann die Befestigung hier, die Halterung hier nochmal ran. Okay, Gaspedal ist komplett fertig. So, hier müssen wir jetzt, da können wir jetzt nicht direkt 1:1 irgendwie umbauen, weil die bleiben ja an dieser Baseplate. Also müssen wir jetzt die Bremse und die Kupplung komplett abbauen und dann die Platte umdrehen und von hinten nochmal schrauben. Es klingt alles komplizierter als es ist, also fangen wir erstmal an. So, wir nehmen jetzt hier wieder die Schrauben raus, was ich vorhin ja gezeigt habe. Machen wir so, damit ihr es auch seht. Hier einfach die Mutter ab. Dann müsst ihr die Schraube rausdrücken. Wieder Vorsicht auf die Unterlegscheibe beiseite legen. Hier den Kolben ein bisschen reindrücken. Die Schraube rausziehen. Und hier liegen schon wieder die 2 Distanzscheiben. Alles zusammen beiseite packen. Gott sei Dank sind die bei allen gleich, also ist da kein Problem. So, wir können hier direkt auch die Kupplung, gleich die Schraube hier entfernen wieder, wenn wir schon dabei sind. Wieder Unterlegscheibe nicht vergessen. Gegendruck erzeugen und Schraube raus. Die Hülsen, jawohl, die Distanzscheiben, besser gesagt, keine Hülsen. So, auch hier ist die jetzt erstmal wieder lose. Also machen wir jetzt erstmal die Schrauben ab. So, die kleine, wie gesagt, ist für die Bremse und die längere ist für die Kupplung. Jetzt machen wir wieder. Wo ist mein großer langer? Genau, da ist er. Jetzt ein bisschen fester. Okay, 1, 2. Damit hier, wie gesagt, hier die Seiten vielleicht nicht verwechselt, nicht durcheinander kommt. Nehmt einfach so alles so, wie es ist und stellt es so hin. Ja, auch die Seite, damit ihr später seht, weil hier ist ja die eine Seite ist ja rechtwinklig und die eine Seite nicht. Also die rechtwinklige Seite zum Pedal. Ich packe es mal hier beiseite. So, das können wir jetzt mal so stehen lassen. Dann machen wir hier wieder die 4 Schrauben ab. Im Lager quasi. Ist alles kein Hexenwerk, gell? Also, ich finde es immer schön, wenn es alles so wirklich durchdacht ist und alles ja, schön funktioniert, wo man nicht lange rummachen muss und ja, es einfach easy peasy geht. Jetzt nehme ich die Bremse, packt es dann einfach so wie es ist beiseite. Ja, so, das gleiche machen wir jetzt bei der Kupplung. Wieder die 2 Schrauben von der Halterung ab erstmal. Ja. Also falls hier oder falls ich euch jetzt bei euch die Interesse geweckt habe für die Pedale und ihr die Pedale noch nicht habt und dass dieses Video eigentlich nur so zum Spaß anschaut oder zur Vorabinformation, würde ich euch empfehlen, hier der Link. Ich habe ja, wie gesagt, die Pedale ja schon getestet und schaut euch das Video einfach an und ja, wenn euch die Pedale gefallen, was ich denke, weil die sind echt sehr gut, könnt ihr sie euch kaufen und ja, dann auch dieses Kit kaufen und dann halt wieder umbauen, wie ich jetzt gerade. So, wie ihr sehen könnt, geht es echt rucki zucki. So, jetzt haben wir auch die Kupplung. Ja, eine ist noch fest, welche? Die nicht, die da. So, wie ihr sehen könnt, ist es so echt simpel. Ja, einfach die Schrauben alles drin lassen, müsst ihr nicht wegnehmen. So, jetzt kommt
die Zauberdings, das Zaubermoment. Wir drehen jetzt unsere Platte, ja, einmal um. So, die Schrift ist jetzt unten. Ihr müsst jetzt bedenken, also nochmal, die Schrift, das war ja so. Jetzt kommt die Platte, so wie sie ist, so nach oben. Das wird dann halt so montiert, als V. Also wenn ihr es von der Seite sehen wollt, ja, ungefähr so. So wird es dann aussehen. Stimmbruch. Ja. Und hier kommen dann unsere Halterungen ran. Und auf diese Seite machen wir jetzt die Kupplung und in der Mitte natürlich unsere Bremse. Also, damit ihr es jetzt nicht vergesst, ich drehe es jetzt um. Ja. Hier kommt jetzt die Bremse in die Mitte. Aber ihr müsst bedenken, das hängt jetzt verkehrt rum. Ja. Wenn der so ist, dann wird unsere Pedalerie so nach vorne zeigen. Also, warte. Jetzt sehen wir das gleich. So, Mitte. Das ist das Dach. Also, so. Jetzt muss ich auch noch mal gucken. Das ist das Dach. Hier. So. Hier kommt die Bremse. Und zwar, ihr nehmt es genauso wie vorher und packt es so hin. Ich muss mal gucken, ob das dann später auch wirklich passt. Also, ihr habt ja die Bohrungen wieder. Ja. Und einfach wieder so einsetzen, wie sie vorher war. So, wo ist mein Schraubendreher? Die Schrauben, wie gesagt, ansetzen, nicht ganz festziehen. Das können wir so ein bisschen runterlassen. Okay, jetzt 4 Schrauben. Okay. So, das sind die 4. Jetzt können wir auch direkt die Kupplung nehmen und daneben hinpacken. Und zwar hier. So, und dann da wieder die 4 Schrauben ansetzen und ein bisschen, also ja, komplett erstmal reindrehen, aber nicht ganz festziehen. Okay. Ja. Nicht, dass ich jetzt einen Denkfehler habe. Muss ich jetzt mal gucken. Ja, jetzt habe ich natürlich, das war immer ein Beispiel. Das habe ich jetzt nur extra gemacht, um euch zu zeigen, wie schnell Fehler passieren können. Weil jetzt gucke ich von dieser Seite und denke Bremse, Kupplung. Ja, wenn man so baut. Aber die Kupplung muss ja auf diese Seite, weil es ja hängend eingebaut wird. Das war, wie gesagt, Absicht, damit ihr diese Fehler dann nicht macht. Ja, für die, die es mir abkaufen. Hauptsache, man merkt es noch rechtzeitig, bevor man alles zusammenbaut und später dann merkt, oh, da ist irgendwas falsch. Also, das kommt jetzt hier rüber. So. Das ist nämlich der Unterschied. Sonst hätten wir ja alles so lassen können. Ne? So. Jetzt wieder die 4 Schrauben ansetzen. Gott sei Dank ist hier kein großer Akt, das alles hier festzuschrauben. Geht ja alles super easy. So, die Schrauben, wie gesagt, erstmal nur handfest. So, jetzt hier, das war von der Bremse. Ja, das tue ich jetzt hier genau wieder dahin. Und setze die Schrauben an und ziehe sie erstmal ein bisschen fest. Ich hoffe, ihr könnt das alles da sehen. Schön. So. Dann können wir das gleiche auch gleich mit Dings machen, mit der Kupplung. Wo ist unsere Halterung? Da ist unsere Halterung. Dann nehmen wir auch unsere Halterung, machen es dahin. Oder kommt ihr dahin? So. Ansetzen, ran, handfest erstmal anziehen. Oder musst du nicht mal ganz anziehen, nur reindrehen erstmal. So, jetzt nehmen wir wieder unsere Schrauben. Ja, so. Oh, ich glaube, der muss noch weiter zurück. Den habe ich jetzt an die falsche Stelle. Stimmt, der war ja weiter. Die Bremse ist kürzer, also darauf achten. Die Bremse ist kürzer als wie die Kupplung oder das Gaspedal. Hier, der muss komplett an die äußersten ran. Ja, direkt am Ende der Baseplate. Wie auch beim Gaspedal. So. Okay, jetzt haben wir das. Dann nehmen wir wieder unseren Kolben. So.
unseren Bolzen. Also wir brauchen erstmal noch ein Distanzstück. So, die Schraube durch, Distanzstück. Also der kommt von der anderen Seite. Die Löcher sind hier verschieden. Ja? Also die Durchmesser von den Löchern, von den Bohrungen hier. Hier kommt die Schraube von links rein. Also von euch aus rechts. So, Distanzstück rein. Schraube wieder ein bisschen rausdrücken. So, Gegendruck erzeugen. Die Schraube durchs Loch führen. Dann wieder ein Distanzstück. Hier auf der anderen Seite innen ansetzen natürlich. Schraube weiter durchdrücken. Mit Gegendruck immer noch. So, aber irgendwie. Ja, so. Jetzt muss man so ein bisschen hin und her spielen, bis es halt passt. So. Da haben wir das auch schon. Guck, jetzt ist schon, wie ihr sehen könnt, die Kupplung auch schon fertig. Das gleiche machen wir jetzt nochmal mit der Bremse. Jetzt nehmen wir wieder unsere Schraube. Der kommt wieder von rechts rein. Distanzstück nicht vergessen. So. Dann nehmen wir hier, drücken den Kolben wieder zurück. Dann durchs Loch. Schraube durchdrücken. Ein bisschen reinfädeln. Okay, nicht zu weit, weil die müsst ihr wieder raus. Da kommt wieder Distanzstück rein. So. Schraube so weit raus, bis der Distanzstück da reinpasst. Und wieder durchdrücken. So. Das war eigentlich schon fast die ganze Arbeit. Jungs und Mädels. So. Jetzt, da wir die Schrauben ja auch wieder alle drin haben, können wir die Pedale jetzt komplett festziehen. Ich tue mal erstmal hier mit dem vorab schon erstmal anziehen. So. Und da bleibt eigentlich nicht mehr viel für den Umbau. Wir müssen nur die seitlichen Halterungen anbringen, festziehen und dann hätten wir es eigentlich. Also echt, David, hast du super gemacht. Echt, wieder Kompliment. Ja, der Typ schafft alleine, du. Der lässt sich das alles alleine einfallen. Und ja, jetzt merke ich gerade, ich habe Mist gebaut. Und ihr wissen wo? Und zwar bei der Bremse. Jetzt muss ich den wieder abmachen, weil die Schrauben ja unten nicht festgezogen sind. So. Aber es ist besser so, wenn ihr es so macht. Also erstmal hier einsetzen, die Schrauben ansetzen, den hier ansetzen. Dann hier erstmal diese eine Schraube festziehen, damit es halt wirklich nicht mehr verkanten kann. Also diese untere Teil, die Halterung sich nicht mehr bewegen kann. So, jetzt habe ich die eine Schraube festgezogen. Jetzt kann ich das hier wieder so weit rausdrücken, die Schraube. Nehme alles wieder raus. Gut. Und ziehe dann die andere Schraube. Guck mal, die Distanzstück rollt weg. Müsst ihr aufpassen. So, da kann ich auch direkt schon festziehen, nämlich. Und damit werden die Schrauben da unten auch erledigt. Na, geh rein, mit zu wohl. So. Einmal. Ja, schon fast. Und zweimal. Okay. Jetzt können wir das alles wieder einsetzen. Also wieder, wie gehabt, Schraube, Distanzstück, bla bla bla. Dann Gegendruck, Loch finden, durchdrücken, soweit es geht erstmal. Na, wo ist das Loch? Wo ist das Loch? So, so, genau. Dann nächste Distanzstück da rein. Schraube wieder so weit zurück, bis das Distanzstück durchpasst. Und dann die Schraube mit Gegendruck. Na, jetzt will er nicht so. So, jetzt. Man muss halt ein bisschen bockig bleiben. Und was passt da nicht? Der ist doch drin. Natürlich ist er drin. Bin ich schon drin oder was? So, dann Mutter wieder drauf. Jetzt können wir das auch wieder festziehen. So. Vierer Imbus. Mutter festziehen. So. Ups. Dann hätten wir das hier auch erledigt. Das gleiche machen wir jetzt bei der Kupplung. Hier gegenhalten. Mutter festziehen. Und zum Schluss noch unten die hier festziehen. Okay, fest.
Hinten haben wir alles jetzt vorne nochmal. Die 4 Schrauben. Mit dem Imbusschlüssel nochmal festziehen. Wie gesagt, nicht zu fest. Und eigentlich merkt ihr das dann selber, wie gesagt, aber nicht zu krass. Aluminium, wisst ihr, ist weiches Metall. Und Gewinde gehen da sehr, sehr leicht hops. Also, okay. Also ich werde mit denen, jetzt wenn das fertig ist, kein Testdrive machen. Brauchen wir ja nicht. Wir haben ja die Pedale schon getestet. Hier geht es wirklich jetzt nur um den Umbau. Und, ups, sorry, habt ihr es gehört? Mein Rübserchen. Und wie gesagt, hier geht es nur um den Umbau selber und mehr nicht. So, jetzt haben wir das erstmal alles erledigt. Wenn wir jetzt zum Beispiel das hier auf die Seite packen, ja, ihr seht schon, und das auf die Seite, kommt es genau so, also besser gesagt so, wird es dann montiert und ja, wir hätten es dann fertig. Da wir schon mal, ja genau, wir können eigentlich schon mal damit anfangen. Wir nehmen jetzt, wo sind unsere Halterungen? Wie gesagt, die 2 kurzen kommen nach vorne, so, ja, und die langen kommen nach hinten. Oder von meiner Sicht andersrum, ne? Ist ja klar. Hier sind die Schrauben ja auch mit dabei. Alles schön mitgeliefert. Kippen wir hier mal aus. So, also ich fange lieber mit der anderen Seite an, weil hier habe ich eine Auflage. So, einfach so zur Seite legen, ja, damit es hier so ein bisschen von alleine steht. Dann nehmt ihr eine Schraube, eine kurze. Es sind hier an den Seiten jeweils pro Seite 4 Löcher, wo ihr dann quasi die Schraube durchführt und eine Halterung, halt jetzt mache ich es andersrum, so rum, einfach festmachen. So, ihr müsst darauf achten, dass die nach hinten hin geht, ja, sonst passt es nicht mit dieser V-Form. So, nächste. Ich zeige euch nochmal von der Seite kurz. Ihr seht ja hier die Bohrungen, ja, und einfach erstmal so reindrehen und wenn ihr soweit seid, könnt ihr dann euer Schraubendreher nehmen. Oh, der ist zu groß. Habe ich die Größe da? Ne, die sind zu groß, leider. Egal. Also, jetzt muss ich mal selber mal gucken. Dann nehmt ihr wieder euren Imbusschlüssel und dreht die Schrauben erstmal wieder handfest rein. Obwohl, die haben ja eine Führung durch die Senkung. Aber trotzdem würde ich erstmal nur handfest anziehen, dass sie so ein bisschen beweglich bleiben noch. Jetzt nehmt ihr das längere Stück und nehmt wieder eine Schraube. Ja, setzt es hier an. Und wieder natürlich die obere Seite soll nach hinten zeigen. Ne? So, wieder ansetzen, per Hand erstmal reindrehen, bis es nicht mehr geht, bis ihr da nicht mehr rankommt mit den Fingern. So, das erspart euch Zeit. Dann nächste Schraube wieder. So, jetzt nehmt ihr wieder einen Imbusschlüssel und dreht dann auch wieder erstmal rein. Soweit, wie gesagt, dass es erstmal hält. Lieber ein bisschen locker lassen, weil nachher, wie gesagt, ich sag so oft wie gesagt, das habe ich schon gesagt. So, jetzt können wir nämlich das auf die andere Seite drehen, ja, und jetzt steht es wieder. Jetzt machen wir das gleiche auf der Seite. Wir nehmen wieder das kurze und 2 Schrauben, einmal daran und wieder erstmal mit der Hand so weit reindrehen, wie es geht. Nächste. Ich hoffe, ich habe jetzt hier keinen Denkfehler. Ja, macht nichts. Wenn, dann sage ich wieder, es war eine Absicht, alles. Ist ja kein Problem. So, und wieder handfest erstmal reindrehen. So, jetzt nehmen wir das längere, wieder mit 2 Schrauben festmachen. Und ja, so langsam kommen wir auch zum Ende. Und ihr seht, es nimmt auch langsam Gestalt an.
Und auch für die, die immer noch ja, nicht ganz durchgeblickt haben, wie das dann aussieht oder wie was wohin kommt. Jetzt sollte es langsam ja, für sie auch alles logisch erscheinen. Jetzt ziehen wir die auch nochmal handfest an. Ja. Okay, jetzt haben wir die 4 Halterungen auf einer Seite festgemacht. Jetzt kommt natürlich die Plate auf den Kopf gestellt hier rüber oder die hier auf dem, ist egal. Aber wir lassen es wieder so seitlich, ja, so ist am einfachsten. Und den auch, kippen wir auch und schieben die jetzt so ineinander. So, wenn ihr von oben sehen könnt, haben wir jetzt hier unsere V-Stellung. Ja, das, was ich vorhin immer erwähnt habe. Jetzt nehmen wir wieder unsere Schrauben und jetzt, wie gehabt, Schraube durch und erstmal per Hand reindrehen, soweit es geht. Das macht ihr jetzt mit allen 8 Schrauben insgesamt auf der Seite. Also ich muss es wieder sagen, es ist echt sehr gut. So simpel, einfach, ja, was der David hier wieder gemacht hat, dieser Umbau. Ihr wisst ja, wie scheiße es ist, wenn man selber normale Pedale hängend montieren will. Ich weiß nicht, es gibt einige bestimmt, die das schon mal probiert haben. Und ja, mit Aluprofilen und etc. Und ja, es ist halt nicht immer so einfach, es an seinen eigenen Rig anzubringen. Und es soll ja dann auch stabil sein etc. Und ja, und hier habt ihr diese ganzen Probleme eigentlich nicht. Ups, jetzt fliegt mein Imbusschlüssel weg. Wie erwähnt, habt ihr die Probleme hier nicht, weil hier ist wirklich alles dann robust. Und ihr könnt dann einfach nur wieder wie gehabt die untere Base einfach hier an euren Rig festschrauben und ja, die Halterungen erledigen den Rest. Und ja, das ist wie gesagt, schon wieder wie gesagt, es ist sehr simpel. Okay, jetzt bleibt noch die untere, dann sind wir schon fast durch. So, dann wieder unten ein bisschen zusammendrücken, die Schraube. Ihr könnt jetzt auch wieder, damit es einfacher ist, ja, einfach mal wieder umkippen oder einfach so jetzt stehen lassen und erstmal da von oben reinschrauben. Das geht auch. So. Wir müssen nur darauf achten, dass es nicht verkantet. Wie jetzt in meinem Fall. Sie müssen echt sich leicht reindrehen lassen. Ja? Nicht mit Gewalt irgendwas probieren. Dann macht ihr das Gewinde von den Halterungen oder die Schraube selber kaputt. So, wenn die ersten Schrauben drin sind, die restlichen sind einfach dann reinzudrehen. Ja, ja, jetzt sieht es schon viel besser aus. Es steht zwar noch auf dem Kopf, aber kommt noch. So, da jetzt ja alles erstmal so steht, jetzt seht ihr diesen V, ne? Diesen V. Jetzt können wir hier oben eigentlich auch alles festziehen. Und ja, dann drehen wir es noch einmal um und ziehen dann die Schrauben auf der anderen Seite fest. Und voila, habt ihr eure normalen stehenden Pedale in hängende Pedale umgebaut. So einfach und schnell kann es manchmal gehen. Ja, ja, so. Die hier noch. Und dann wechseln wir mal. So, der letzte. Okay, und jetzt kommt der große Moment. Jetzt haben wir es mal. Die richtige Seite. So, so sieht es von der Seite aus. So sieht es dann von vorne aus. Schön, oder? Jetzt aber nicht vergessen, die Schrauben auf der Rückseite hier nochmal festzuziehen. Weil jetzt ist alles schön, da wir die Schrauben ja locker gelassen haben, hat sich alles gesetzt, so gesehen.
Und so habt ihr keine Spannungen im Aufbau. Das könnt ihr eigentlich immer so handhaben. So. Wie ihr sehen könnt, ist hier jetzt das SRP-Logo, was vorhin unten war, ist jetzt oben auf dem Dach. So. Oh, letzte Schraube. Okay. Hier sind noch 3 Kabelbinder, um die Kabelung zu befestigen, irgendwie zu verlegen. So. Jetzt müsst ihr auch was sehen natürlich. Jetzt, was haben wir vorhin gesagt? Hier, das was mittig rausgeht, ist das Gaspedal, fürs Gaspedal, Kabel. Das in der Mitte, also was als nächstes kommt, ist vom Bremspedal. Jetzt müsst ihr den auch natürlich reinkriegen. So, dann wieder festdrehen. Okay. Und das letzte noch für die Kupplung. So. Könnt ihr dann natürlich so verlegen, wie ihr wollt, wenn es euch stört irgendwie. Man könnte ja da, ja, so die beiden zusammen Kabelbinder festbinden. Mache ich jetzt nicht, das stört mich nicht so. So, das ist jetzt die hängende Version der SRP-Pedale. Das ging doch schnell, oder? Okay, das war's jetzt hier vom Detailview und ja, schnell mal zum Fazit. Ja, okay. Ihr seht, für 200, ja, knapp 216 Euro haben wir jetzt aus den normalen Pedalen, also stehenden Pedalen, hängende Pedale gemacht. Und es ist recht einfach. Es geht recht schnell. Und ich meine, für 216 Euro passt auch der Preis. Und ja, es ist stabil. Es ist durchdacht. Man braucht da echt nicht viel ja, rumzufummeln. Und habt ihr ja selber gesehen. Und ja, ratzfatz waren die Pedale umgebaut. Und ja, das ist jetzt natürlich, ja, wir fahren ja wie gesagt Simulation. Ne? Und ich meine, so wie es jetzt da steht, haben wir in unseren Autos, ist es ja genauso. Gaspedal ist meistens unten verankert, ja, also stehend, und Bremse und Kupplung hängend. Ja, das ist halt wirklich dann fast ja perfekte Simulation, würde ich sagen. Und ja, mir gefällt es einfach. Ja, jetzt sage ich ja, hätte ich mal noch eine Probefahrt gemacht. Aber gut, man kann nicht alles haben, was man möchte im Leben. Ja, ich würde auf jeden Fall diesen Umbau wirklich auch empfehlen. Für jeden, der ein bisschen ja, näher dran, ja, näher realitätsnah fahren möchte, näher dran an der Realität. Das ist halt ein Ticken reeller. Und für 216 Euro, falls ich jetzt keinen Zahlendreher habe, 216 Euro würde ich sagen, ist der Preis auch wirklich sehr gut. Und wie gesagt, die Qualität ist wirklich ja, top. Es macht bestimmt so Spaß. Es sieht auch geil aus, muss ich sagen. Also, ich meine, wenn ihr jetzt so vorstellt, das ist jetzt im Rig eingebaut. Ihr habt ja normalerweise bei den meisten ja stehende Pedale. Aber wenn das da unten da eingebaut ist, das zieht ja nochmal so Blicke auf sich, wie ich finde. Und sieht auch verdammt gut aus. Ja, das sieht echt cool aus. Ja, also, diese Umbau-Kit erhält von mir auch eine Empfehlung. Daumen hoch. Ah, wir haben ja noch unser... Ja. Okay, hier ist jetzt... Ist sogar vielleicht nicht schlecht. Jetzt hat man ja auch die Pedale zum Beispiel oder die Aufnahmen nicht mehr. Damit die Füße nicht einfach durch die Gegend hier rutschen. Ist es sogar vielleicht noch wichtiger jetzt, sowas zu haben. Ja. Und ja, das sind ja nur 2 Schrauben. Das ist ja auch nicht die Welt jetzt. Und ich sehe da noch gerade die Halterung für die Kabel. So, 1 und 2.
Also ich habe jetzt gesehen, da gibt es Promotion bei SRP. Wer jetzt was bestellt, kriegt den Fersenkit zum Beispiel umsonst dazu für seine Bestellung. Hier nochmal nicht vergessen, hier die Halterung für die Kabel. Da braucht man eigentlich den Kabelbinder eigentlich auch nicht mehr so dringend. So, da oben noch hin. Ja, okay. Das soll es jetzt wirklich gewesen sein vom Video, von diesem Umbau. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es dem so ist, ihr wisst ja, dann bitte dieses Video liken und einfach meine Arbeit halt anerkennen. Und würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal dann auch abonniert, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ich würde sagen, ich wünsche euch einen schönen Rutsch ins neue Jahr. Schön einschmieren, bevor man rutscht. Und ja, wir sehen uns im nächsten Jahr. Also, Ersin out.